Tag, willkommen bei Rauthaus Bus. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein absolutes Special. Es geht um Motorumbauten. Wir fahren zu der Manufaktur schlechthin, die Motorumbauten bei T3s macht. Da nehmen wir euch mit. Und ja, ich kann euch schon mal sagen, wir haben hier hinten drin 130 PS. Das macht unglaublich viel Spaß. Und wir zeigen euch heute, was man machen kann, was möglich ist und wer der beste Partner für euch ist. Viel Spaß beim Video. Los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rauthaus Bus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Ja, cool. Ich bin da angekommen bei Chris bei der Van-Zentrale. Und jetzt mal gucken, der Ort ist riesig. Also ich war ja noch nie hier. Vorher war das ja so eine Mini-Bude. Und ich bin höchst gespannt, was mich hier erwartet. Ich werde jetzt mal reingehen, mal gucken, ob der da ist. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es da drin aussieht. Tag Chris, mein Lieber. Ja, moin Björn, wie geht's dir? Moin. Alles gut? Schön dich zu sehen. Super. Hammergeiler Ort. Alter, was ist denn das hier? Ein bisschen mussten wir uns vergrößern, ne? Echt Hammer. Du musst mir jetzt erstmal alles zeigen in Ruhe, ja? Komm, wir gehen direkt durch. Ist der Knaller, unglaublich. Und das ist dein Reich? Das ist jetzt die Bulli-Zentrale 2.0 bzw. jetzt die Van-Zentrale. Das ist der absolute Knaller. Das Ding ist riesengroß. Der ganze Parkplatz da vorne gehört auch dazu, oder Der was? komplette Parkplatz, hier vorne die ehemalige Dialogannahme, wo wir jetzt die Karosserie, unsere TÜV-Abnahme drin aufbauen werden. Dieser Bereich hier und da hinten geht es noch weiter. Das heißt, du warst ja früher bei der Bulli-Zentrale. Du heißt jetzt Van-Zentrale, wenn ich es Wir haben uns richtig umbenannt verstehe? in Van-Zentrale. Okay. Es gibt da so ein paar Probleme, was Bulli angeht und den VW-Konzern. Ist, denke ich mal, in der Szene auch mittlerweile bekannt. Deswegen war es aus den wichtigsten Gründen ganz wichtig, dass wir vorne sagen, okay, Van-Zentrale GmbH. Ja, Fett. und so ging das los. Ne? Und seit wann gibt's dich jetzt? Seit wann bist du jetzt alleine? Ich habe sozusagen? gegründet im Januar. Okay. Und offizieller Start, was heißt offizieller Start? Wir sind im April, haben wir angefangen, sind angefangen hier einzuziehen. Und dann haben wir jetzt losgelegt. Ne? Wir sind jetzt, ich sag mal, am Ende des Umzugs. Es ist drin immer noch das absolute Chaos. Aber bin gespannt. wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich denke mal, in 1-2 Monaten hat das hier alles ganz normale, geregelte Bahn. Und wir können euch hier sämtliche Motorumbauten etc. super geil durch abwickeln. Ich bin wirklich schwer gespannt. Und du hast gerade TÜV gesagt, das heißt, ihr macht am Ende auch die TÜV-Abnahme von Natürlich, von ne? einem- Alle unsere Motorumbauten kriegen eine TÜV-Abnahme. Ich verkaufe hier keinen Motorumbau, den ich am Ende nicht eintragen kann, wo der Kunde ohne Versicherungsschutz durch die Gegend fährt. Die Motoren werden bei uns eingetragen. Wir machen Sonderabnahmen, Auflastungen, Ablastungen, höher, tiefer, breiter, schwerer. Ne? Also das heißt, Ja. nee, dann lass uns mal reingehen, ich möchte es sehen. Ja? Komm, also, ich muss dir alles zeigen, das ist unglaublich. das ist der Knaller, echt unglaublicher. Ey, unglaublich.
Ja krass, Alter. Alles T3-Getriebe? Ja, so ein paar Exponate, ne? Du siehst, da hinten geht es noch weiter. Die setzen wir alle komplett in Stand, beziehungsweise brauchen da ganz viele Innenteile, um Spezialübersetzungen zusammenzubauen. Du siehst jetzt hier gerade, der Getriebebauer hat hier was vorbereitet. Hier bauen wir gerade einen kompletten AAP-Triebsatz auf. Alles mit Neuteilen, neuer Triebling, neue Gangräder, Differential. Ja. Unglaublicher Scheiß. Ja. Wunderbar. Das heißt also, ihr macht auch Getriebeaufbereitung in jeglicher Art und Weise. Da gibt's keine. Kommen wir gleich bei deinem AFN sowieso noch zu. Wie gesagt, Getriebe bauen wir komplett spezial um. Jede Wunschübersetzung ist fast möglich. Alles, ne? Fett. Na, dann komm weiter. Ja, voll krass. Mit den Getrieben ist wirklich der Knaller. Also, was eine Sammlung. Welche Motorumbauten macht ihr? Du, standardmäßig dein AFN, den du drin hast, der ADY oder früher im Volksmund auch als 2E überall bekannt, Okay, ne? Der läuft halt auch andauernd. Und was immer mal wieder kommt, ist natürlich AAZ-Umbau. Das ist der 1.9er Turbodiesel mit 75 PS. Wir schrauben da hier ein bisschen da noch dran, dann haben die 80, 82 PS oder was. Okay, ja? alles klar. Aber es ist schwierig, an Material ranzukommen. Also Most Running ist wirklich der ADY, der AFN, die sind hier begehrt wie sonst was. Und ich klopp hier einen nach dem anderen rein. Ja, dann lass mal zu meinem Auto gehen, dann zeigen wir das mal, oder? Ja, da ist ja das gute Stück. Das ist dein AFN-Umbau, ne? So wie du ihn damals von uns bekommen hast. Sag mal ein bisschen was dazu. Also unser Standard-AFN-Umbau, gebrauchter Motor, einmal komplett geöffnet, alles kontrolliert, alles neu lackiert, gewaschen, Zylinderköpfe komplett general überholt, das war einmal alles frisches, plan geschliffen, Ventilführungen, Ventile, einmal alles neu. Dazu gibt es dann natürlich sämtliche neue Dichtungen, von Wasserpumpe bis Ventildeckeldichtung, Keilriemen, Zahnriemen, versteht sich von selber, dass wir das alles gleich mit neu machen. Einen Ölkühler, also einen Öl-Wasser-Wärmetauscher, keinen Ölkühler. Ja, dazu unser Spezialgetriebe, ganz wichtig, die TDIs, also gerade die AFNs, die verkaufe ich nicht ohne die Getriebeanpassung. Sprich, ihr kriegt einen spezial verlängerten Triebling rein. Ihr kriegt eine andere Gangübersetzung, verstärktes Lagerschild, Südafrika-Bleche für die Ölumleitung, damit der 5. Gang besser gekühlt wird. Dazu gibt es noch ein Anlasser-Upgrade mit einem stärkeren Anlasser, damit, wenn der Motor richtig Kompression hat im Warmen, auch immer noch gestartet werden kann. Ein vernünftiges Ladeluftsystem, wassergekühlt, hast du jetzt hier noch nicht drin. Ist jetzt aktuell alles mit Wasserladeluftsystem gebaut. Ja. Die Kabelbäume macht ihr ja auch höchstprofessionell. Kabelbäume, die werden komplett gestrippt und werden komplett neu gebaut. Na, also wir nehmen den alten Kabelbaum, nehmen den auseinander und legen den so um und bauen den um, was für die Sachen, die wir brauchen, die da rein müssen. Und dass es im T3 reinpasst, ne, damit es aussieht, als ob VW den da reingebaut hätte. Also die werden nicht einfach reingeschmissen, sondern die werden schon komplett einmal aufgemacht, kontrolliert und überholt. Ja, fette Scheiße, Alter. Richtig geil, und ich muss auch sagen, ich bin hochzufrieden. Also was ja vorher mit 50 PS am Berg der LKW tot war, weißt du, so befahrene Wanderdüne. Weißt du, bergab LKW überholen, dann geht's bergauf und sie hassen dich, hassen dich einfach. Ja, jetzt mittlerweile ziehen wir hier mit Hochdach und 2600 Kilo die Alpen hoch und runter und man merkt davon nichts. Also wirklich total cool, der wird auch nicht warm. Die paar Kinderkrankheiten, die wir am Anfang hatten, hast du, danke nochmal dafür bitte reingehauen, echt behoben. Richtig coole Nummer, Chris. Und jetzt mal eine Frage, was ist die verrückteste Scheiße, die ihr gerade baut? Es ist gerade vieles im Kommen. Wir haben gerade ein paar Projekte in der Pipeline, die auch schon gebaut werden. Hinten stehen schon fertige 1.8er Turbomotoren. Ich habe hier 3 Autos, die 1.8er Turbos bekommen, von 150 PS Serienleistung bis hin zu 250 PS. Das wird jetzt kommen, ne? Genauso wie die Klimaanlage, die ich entwickelt habe, natürlich völlig am Durchballern ist. Also da kommen halt jetzt gerade, wo es heiß wird, ne, rasseln die Anfragen wieder rein. Apropos und ich komme überhaupt nicht hinterher, die Teile zu produzieren, weil die Anlage halt komplett aus einzeln angefertigten Komponenten besteht. Ne? Das Einzige, was du da aus dem Regal greifen kannst, ist der Kompressor, den ich aus dem Universalbereich LKW mich da bedient habe. Der Rest sind alles Einzelanfertigungen. Ne? Ja, und ansonsten, wo wir gerade bei Klimaanlage sind, meine 3 Porsche-Umbauten, die hier gerade aktuell stehen, die kriegen auch alle eine Klimaanlage rein. Du baust Porsche-Motor in den T3 ein. Wie viel PS hat der Scheiß am Ende? So einen Porsche Boxster S genommen, haben den geschlachtet und haben den Motor in den T3 reingefummelt. Hat auch richtig gut funktioniert, haben wir jetzt schon ein paar von gemacht. Das will ich sehen. Fährt richtig gut.
ich weiß nicht, bis jetzt ist noch keiner mit Serienleistung hier rausgegangen. Also Serie haben die 252 PS. Der letzte war einer der kleineren, der ist hier schon mit irgendwas mit über 280 PS rausgegangen. Der, zu dem wir gleich mal hingehen, den ich dir gleich zeige, aktuell, den haben wir aufgebohrt, der hat größere Kolben, ich weiß es nicht, der hat 320, 350 PS. Der Motor ist komplett gemacht. Ich bin Also, schwer ist irre. interessiert. Na, das will ich sehen. Ihr sicher auch. Du zeigst uns den jetzt, oder? Feuer frei. Komm. So, Porsche M9621 aus dem Boxster S, verpflanzt in VW T3. Wir haben hier den Motorblock aufbauen lassen, haben größere Kolben eingesetzt auf 3,4 Liter. Die Pleuel sind umgearbeitet. Porsche hat da so ein Problem bei den Motoren gehabt. Die haben die original ohne Verdrehsicherung ausgeliefert. Das heißt, Pleuel wurden erleichtert und umgefräst, so dass sie eine Verdrehsicherung haben. Ja, der Kunde hier wollte halt auf das Ganze noch ein bisschen mehr oben drauf haben. Dementsprechend haben wir hier noch eine X51 Werkstuning-Ansaugbrücke drauf gesetzt. Die bringt uns alleine nochmal 20, 25 PS, die er oben drauf haut. Wir haben das Auto ausgestattet mit meiner Klimaanlage, die ich selber entwickelt habe, wie gesagt. Alles selber angefertigt von den Leitungen. Alleine schon die Kompressoranbindung war hier eine extreme Baustelle, bis ich das am Laufen hatte und geschafft habe, war das ein langer Weg, aber haben wir. Edelstahlwasserrohre im ganzen Motorraum, überall um die ganze Geschichte überhaupt dann ans Laufen zu kriegen, um die Kühlung vernünftig in einem richtigen Wirkungsgrad aufzubauen. Ja, Edelstahl-Abgasanlage, das Ganze kombiniert mit einem 911er 6-Gang-Getriebe, handgeschaltet, was ich da dran gesetzt habe. Ich habe die auch schon gebaut mit einem umgebauten 5-Gang-Getriebe vom T3 von uns, gibt es auch. Aber bei so einer Leistung und bei dem, was wir hier an Projektvorgabe hatten, haben wir gesagt, da können wir auch da in Sachen Getriebe noch ein bisschen mehr als normal. Also dieses Auto hat alles ein bisschen mehr als normal. Es ist alles etwas exklusiver. Unsere kleine Motorenstube. Hier schrauben wir die Motoren. Siehst du, vernünftig sortierte Regale, dass man vernünftig arbeiten kann. Hier haben wir gerade einen AAZ-Motor, Neuaufbau, also der 0 Kilometer. Ne? 0 Kilometer neu, ja, neuer Block. Überholt. Ist Ja. kein neuer Block jetzt von VW, kriegst du nicht mehr. Es ist, der ist Übermaß gebohrt, es sind neue Kolben drin, die Kurbelwelle ist neu gelagert, gewuchtet, die Pleuel sind gemacht, also gewinkelt, einmal kontrolliert. Eine ganz normale Motoreninstandsetzung, sage ich jetzt mal, also auf Null wieder. Ne? Naja, klar, wir lackieren die halt schön. Wir haben so einen coolen Wrinkle-Lack aus den USA, den wir uns immer bestellen. Das ist so ein Schrumpflack. Ferrari benutzt den auf ihren Ventildeckeln. Das sieht ganz cool aus. Da habe ich mir das irgendwann vor Jahren mal abgeguckt. Und dann haben wir angefangen, das auf unseren Motoren zu machen. Der hat halt diesen Effekt, dass wenn der trocknet, dass der so ausgast und so aufplatzt. Und dann sieht das so schrubbelig aus, so wie so ein Skateboard. Ja, okay, Sandpapier, alles ne? klar, alles klar. So wird es hier. Ja, fühlt sich auch cool an. Also, Er sieht cool aus, sieht so ein bisschen rough aus und es ist ja auch ein Motor immer noch. Ne? also richtig cool. Da hinten ist ja ein ganz aufbereiteter, oder? Das ist sowas, was du auch hast. Das ist jetzt ein 2 Liter Benziner, aber von der Machart her das gleiche. Sprich, wir nehmen den Motor so aus dem Spender raus, wir vermessen die Zylinder, kontrollieren alles, gucken, dass die Ölabstreifringe vernünftig funktionieren und abstreifen. Und dann das gleiche Prozedere wie auch mit einem neuen Motor. Er wird gewaschen, er wird komplett neu lackiert, vorher geschliffen, lackiert, grundiert. Ölwanne kommt dran, unsere Komponenten bauen wir alle zusammen. Niegelnagelneuer Kopf, also auch natürlich, was heißt niegelnagelneu, auch natürlich wieder general überholt. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen nachhaltig sein, wir können ja nicht alles neu kaufen, außerdem wird es dann irgendwann unbezahlbar. Ne? Ja, aber das ist ja das Schöne dran, so kann man die alten Karren erhalten und so haben die ja noch einen viel geileren Zeitwert. Das ist echt unglaublich, wunderschön. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, wir geben uns größte Mühe. Ne? Wir lassen hier ganz viele Sachen neu, gelb verzinken. Eigentlich interessiert es keinen, aber es sieht einfach schön aus. Ne? Ja, es sieht schön aus. Für den Arbeitsaufwand, den wir hier betreiben und diesen Motorumbau machen, soll es halt auch fürs Auge am Ende des Tages was werden. Ne? So, und da sind uns dann halt diese ganzen kleinen Details auch sehr wichtig, dass das alles wieder hübsch ist und schön ist. Ne? Wir haben da hinten so einen großen Waschautomat, diese ganzen so Plastikteile, die wir wieder nehmen können, die werden alle gewaschen. Alles andere wird neu gemacht. Wenn ihr mal hier ins Regal reinguckt, ne, es ist jeder Wellendichtring, jeder Kühlwasserflansch, die Sensoren, es ist alles neu. Die Räder hier habe ich eine Zeit lang mal verzinken lassen, die lackieren wir jetzt wieder nur. Bei dem Verzinken hatten wir da Probleme mit den Rädern, die werden jetzt einfach wieder lackiert. Sieht auch schick aus. Ja. Sehr geil, sehr geil, Chris, echt. Hier, bestes Beispiel. Die Motorhalter, die da jetzt dran kommen, die sind alle pulverbeschichtet. Hier, da, guckt euch das an,
Weißt du, die kannst du auch, wenn das Ding mal irgendwie ölt oder sonst was, das kannst du abwischen, weißt du, wenn der Motor dreckig wird, sonst irgendwas, kannst du abkechern, kannst du abwischen und dann sieht das wieder schick aus. Ne? Nee, super geil. Du weißt ja selber, wie so ein Motor nach 20 Jahren aussieht. Dann Ja, ist das aber Alu angefressen und sowas, deswegen. Einmal alles versiegelt, dann ist wieder alles schön, kann die nächsten 20 Jahre wieder gut aussehen. Ihr macht aber nicht nur Motorumbauten, ihr macht auch andere Sachen noch, oder? Wir machen alles, was um T3 ist. Ich Alles. seh's hier schon, Es ist, also- es ist egal was. Ne? Hier haben wir das beste Beispiel. Ein Traum. Der Kunde hat das Auto aus Norwegen geholt. Der war mit Buntlack blau angepinselt, hatte diverseste Löcher, weil da irgendwelche Antennen und Rundumleuchten rausgeguckt haben und was weiß ich nicht, was alles noch. Also was ich am geilsten finde, ist das SCA-Dach, Alter. Ey, die sind so Wir haben selten. einen- Die Dächer sind wirklich die seltensten Dächer, die es jetzt nur auf T3-Bussen Wir haben gibt. einen ganzen Bus, den es wirklich nicht mehr, da hat es nicht mehr gelohnt, diesen Bus überhaupt noch zu überholen, reparieren, sonst irgendwas. Haben wir einen ganzen Bus gekauft, da war das SCA-Dach drauf. Okay. Das haben wir runtergenommen. Ich habe das alles neu lackieren lassen. Wir haben das gespachtelt. Da waren so Surfboard-Halter dran und so welche Geschichten. Wir haben das alles komplett neu gemacht. Das ganze Dach neu lackiert. Den Unterteil vom SCA-Dach habe ich in Wagenfarbe mit lackieren lassen, weil ich fand, das ist einfach nur ein geiler Übergang, wenn es aufgeklappt ist. Haben den Zeltstoff neu anfertigen lassen. Der ist komplett neu, so wie der Kunde es wollte, mit so Geotex-Stoff, oder ich weiß nicht, ob es Geotex hieß. Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein Spezialstoff dafür. Mit den Moskitonetzen, mit aufklappbar, mit Fenster, ohne Fenster. Und das habt ihr produzieren lassen? Oder? Alles Ja. klar. Anhand des alten Musters haben wir ein komplett neues machen lassen. Unglaublich, unglaublich geile Karre. Ja. Es ist innen drin auch wir haben selber einen neuen Dachhimmel da oben reingesetzt. In das Dach selber. Wir haben den mit Schaumstoff, damit der schön weich ist. Und Alcantara oben das ganze Dach neu bezogen, innen drin. Also, super cool. Und die Isolation hier mal soundtechnisch? Das ganze Auto ist komplett gedämmt. Mit Antidröhnen, teilweise mit Alubutyl. Wir haben die Innenverkleidung neu gemacht, ein Audiosystem ist drin. Wir haben auch vorne den ganzen Fahrgastraum nochmal extra isoliert. Die Kunden gehen damit auf Weltreise, damit wir einfach hier so ein bisschen komfortableres Fahren haben in so einem Synchro. Der ganze Unterboden ist neu, wir sandstrahlen den Unterboden, wir lackieren den ganzen Unterboden neu, der wird mit Overtrol behandelt. Also das ist einmal hier eine Komplettrestauration gewesen, die wir durchgezogen haben. Da sind wir fast fertig mit. Ist gerade im Endstadium inklusive neuer Dachhimmel innen, also fürs untere Auto neuer Dachhimmel. Ja, ich sehe es ja. Ja, also hier ist nichts ausgelassen. Der hat auch einen AFN natürlich drin, Ja. Den haben wir gechippt auf 130 PS. Auch wieder ein Spezialgetriebe von uns. Bilstein B6-Fahrwerk, Seitelfedern, Höherlegungen, es ist alles drin in dem Auto. Ein Bügelspiegel, ne? Dreiecksfenster, also wir haben hier so viel nachgerüstet. Hier ist eigentlich nichts mehr an dem Auto so, wie es mal irgendwie ausgeliefert war. Ne? Der hat jetzt von Ausstattung her, haben wir halt so gut wie alles da reingehauen. Also es kommt Sogar noch so Leselampen nachgerüstet, vernünftig in Original, allem drum und dran, die Lüftungsgeschichte. Also das heißt, wenn jemand zu euch kommt und mit einem total rostigen Bulli und einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte und sagt, ey, ich habe einfach Bock, ein modernes Fahrzeug zu haben, was aber immer noch aussieht wie ein Original-Bulli und wieder... Was kultig ist vor allem, ne? Was kultig ist, es macht Spaß, ein Bulli macht immer Spaß. Ein Bulli ist immer cool, du wirst immer Deswegen fahren wir überall, ein. du wirst überall angelächelt, alle Leute feiern dich, ein Bulli ist einfach cool, du findest überall sofort Gespräche und Anhang immer. Und das Ganze mit ein bisschen moderner Technik, ein bisschen Scheibenbremsenumbau, dass das vernünftig bremst, so welche Dachgeschichten, Innenausbauküche. Wir haben hier 280 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akkus drin, plus noch eine Starterbatterie. Also das Auto ist fast eine Woche irgendwo autark unterwegs. Es ist alles möglich und es ist halt einfach ein Bulli, es ist cool, ne? Ich bin mehr als begeistert. Also, wenn ihr irgendwelche Umbauten vorhabt, wenn ihr Bock habt, euren Bus zu restaurieren, ihr habt einen alten VW-Bus, an dem einfach euer Herz hängt, ja, dann meldet euch bei Chris. Chris kann. Wir werden die Adresse unten in der Beschreibung verlinken, Kontaktdaten sind da. Also wenn ihr irgendwas habt, meldet euch bei Chris. So sieht's aus, oder? Ja, sehr So. gerne. Danke, Chris, Alter. Echt, was ein geiler Einblick bei dir in die Eventzentrale. Und cooler Laden. Sehr gerne. Ich hoffe, du machst deine Weltreise vernünftig. Der Ja. Bus hält durch. Ja, das hoffe ich auch. Danke für den Support und ja, ich kann dich auf jeden Fall, melde ich mich bei dir. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ich mache mich auf den Weg, auf nach Berlin. Ja, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Prost.